Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video. In diesem Video häkeln wir gemeinsam wieder Schritt für Schritt alles zusammen. Wir häkeln jetzt, das ist ein Taschenanhänger. Ihr habt das vielleicht schon ein paar Mal gesehen. Ihr könnt das einfach an eure Tasche dann dran knoten. Und so würde das denn an der Tasche dran aussehen. Das ist wirklich Schritt für Schritt gemacht, alles einfach. Ich zeige euch das, ich erzähle euch immer alles Schritt für Schritt. Ich werde hier jetzt mit einer 2,5 und einer 3 mm Häkelnadel häkeln. Das switchen wir zwischendurch mal um. Das sage ich euch aber natürlich immer alles. Ich nehme jetzt wieder diese Farbe, damit habe ich auch den hier jetzt gehäkelt. Ihr könnt natürlich die Farbe nehmen, die ihr da habt oder die ihr möchtet. Ganz egal. Und dann brauchen wir noch ein ganz bisschen weiß und ganz bisschen braun. Das könnt ihr mit eurer Restwolle auch machen. Ja, und alles andere sage ich euch denn. Dann habe ich hier Sicherheitsaugen. Und hier nehme ich die ganz klein. Das ist 0,5 cm. Also das sind die ganz klein wirklich. Das ist 0,5. Genau. Und alles andere machen wir jetzt gemeinsam. Ich zeige euch das. Wir fangen jetzt mit dem Kopf an. Das sind jetzt hier nur einmal 11 Runden. Dann häkeln wir den langen Hals. Ich habe auch kein Draht benutzt, also und auch keine Füllwatte im Hals. Das ist so fest gehäkelt, dass da jetzt nichts benötigt wurde. Und ja, so sieht das denn aus. Ich hoffe, das Video gefällt euch. Ich würde mich freuen, wenn ihr einen Daumen nach oben da lässt und meinen Kanal abonniert habt. Und dann fangen wir direkt an. So, wie gesagt, ich habe mir jetzt meine Wolle geschnappt und wir fangen jetzt mit dem Kopf an. Dafür häkeln wir auch mit der 3 mm Häkelnadel erstmal. Dafür fangen wir an in der ersten Runde mit einem magischen Ring. Das heißt, wir legen uns die Wolle zweimal um die 2 Finger, gehen hier vorne mit der Häkelnadel rein, holen den hinteren Faden raus. Wir holen den Faden und ziehen durch diese Schlaufe durch. Somit haben wir den magischen Ring erstellt. Ich halte das hier oben fest und dann hier unten. Und in diesen magischen Ring, also in das Dreieck jetzt so gesehen, häkeln wir jetzt 5 feste Maschen rein. 1, 2, 3, 4 und 5. Dann ziehen wir am kurzen Stück einmal fest und zu. Jetzt könnt ihr entweder hier oben schon einen Maschenmarkierer ranmachen oder ihr zählt die zweite Runde mit, weil wir verdoppeln jetzt jede Masche, so dass wir auf 10 kommen. Ich zähle jetzt erstmal mit. Dann drehe ich mir das so einmal und dann gehen wir hier in die erste Masche rein. So, wir halten das hier fest und wir verdoppeln jetzt jede Masche. Also hier kommen jetzt 2 feste Maschen rein. 1, dann in dieselbe Masche noch mal rein und eine zweite Masche, 2, dann in die nächste Masche kommt die dritte und die vierte Masche rein, in die nächste 5 und 6, in die nächste 7 und 8 und in die letzte 9 und 10. Somit ist die zweite Runde von 11 auch schon fertig. Jetzt mache ich auch hier einen Maschenmarkierer ran. Und in Runde 3 werden wir jede zweite Masche verdoppeln. Also in die nächste rein nur eine feste Masche. Und in die zweite kommen dann 2 feste Maschen. 1 und 2. Dann in die nächste wieder nur eine. In die danach wieder 2. Dann wieder nur eine. Dann wieder 2. Wieder eine. Und 2.
In die vorletzte kommt noch eine. Und in die letzte beim Maschenmarkierer hier kommen nochmal 2 feste Maschen rein. Somit wäre Runde 3 auch fertig. Maschenmarkierer setze ich nach oben. Und die anderen Reihen, die werde ich euch dann kurz erzählen und dann natürlich schneller spulen. Ja, wir machen jetzt noch 2 Runden mit Verdopplung. Dann haben wir auch erstmal identische Reihen, die ich dann schneller spule. Also wir sind jetzt in Runde 4 angekommen und jetzt werden wir jede dritte Masche verdoppeln. Das heißt, in die nächsten beiden kommt jeweils nur eine feste Masche und in die dritte danach kommen 2 feste Maschen. Das auch bis zum Maschenmarkierer. Hier eine und in der dritten danach kommen dann 2 feste Maschen rein und das die ganze Runde immer gleich. Am Ende der 4. Runde angekommen, Maschenmarkierer darf nach oben. Und jetzt werden wir in Runde 5 auch nochmal verdoppeln. Und zwar jede 4. Masche. Das heißt, in den nächsten 3 wieder jeweils nur eine feste Masche. 1, 2 und 3. Und die 4. Masche verdoppeln wir mit 2 festen Maschen. Das auch die ganze Runde. Bis zum Maschenmarkierer immer die 4. Masche verdoppeln. Am Ende der 5. Runde angekommen. Maschenmarkierer darf wieder nach oben. Jetzt sind wir in Runde 6 und Runde 6, 7 und 8 sind identisch. In den Runden häkeln wir einfach nur feste Maschen rein. Ohne Zunahmen, ohne Abnahmen, einfach nur eine feste Masche in jede Masche. Und das mache ich dann jetzt bis zum Maschenmarkierer so. Setze den nach oben. Und Runde 7 und 8 ist dann identisch. Und in Runde 9 machen wir dann gemeinsam weiter. Ich spule das jetzt schneller. Da machen wir dann Abnahmen, so dass es zu einem kleinen Ball wird. Ja, und dann fehlt auch nicht mehr viel. Dann ist der erste Teil hier oben fertig und dann machen wir erstmal den langen Hals. Da zeige ich euch auch nur kurz den Anfang und dann müsst ihr einfach nur lange im Kreis häkeln, bis ihr eine bestimmte Länge erreicht habt. Also jetzt erstmal 3 Runden nur feste Maschen. Wir sind jetzt am Ende der 8. Runde angekommen. Den Anfangsfaden tue ich mir schon mal ein bisschen hier rein. Jetzt werden wir Maschen abnehmen. Wir haben jetzt noch 3 Runden und dann machen wir den Hals. Nach der nächsten Runde mache ich auch schon mit Füllwatte dann hier den Kopf voll. Also in Runde 9 werden wir jede 3. und 4. Masche abnehmen. Das heißt, in die nächsten beiden machen wir jeweils nur eine feste Masche. Und dann werden wir jetzt hier von der 3. und von der 4. Masche die Abnahme machen. Und zwar gehen wir von unten rein durch eine Schlaufe der 3. Masche und von unten durch eine Schlaufe der 4. Masche. Wir holen den Faden, haben die 2 Schlaufen und ziehen so durch. Dann haben wir halt hier schon mal die erste Abnahme. Dann machen wir in die nächste Masche wieder nur eine feste Masche. In die nächste auch eine feste Masche und von der 3. danach und von der 4. wieder die Abnahme. Und das machen wir die ganze Runde so, bis wir beim Maschenmarkierer angekommen sind. Immer von der 3. und von der 4. Masche eine Abnahme. Am Ende der 9. Runde angekommen. Ich habe hier noch eine Masche übrig. Da mache ich eine ganz normale feste Masche. Dann Maschenmarkierer nach oben. Jetzt in Runde 10 werden wir jede 2. und 3. Masche abnehmen. Das heißt, dann machen wir nur eine feste Masche in die nächste
und werden dann von der zweiten und von der dritten Masche die Abnahme machen. Das auch die ganze Runde entlang immer gleich. So, die 10. Runde ist auch fertig und jetzt werden wir ordentlich mit Füllwatte einmal arbeiten. Ich werde das einmal schön fest und voll machen. Da lasse ich mir auch Zeit und versuche wirklich, dass das überall ungefähr gleich voll ist. Und das dauert jetzt ein kleines bisschen. Ich habe jetzt schön alles voll gemacht. Hier hatte ich noch eine Masche übrig. Die mache ich dann auch noch mal. Und dann machen wir jetzt unsere letzte Abnahmerunde hier. Und dann machen wir mit dem Hals weiter. Hier machen wir keine einzelnen festen Maschen mehr, sondern einfach nur Abnahmen. Also direkt von der nächsten und von der übernächsten die Abnahme. Dann wieder von der nächsten und übernächsten eine Abnahme. Und so lasse ich ungefähr 1, 2, 3 Maschen am Ende der letzten Runde übrig. Also wir machen das jetzt nicht ganz zu. Dann haben wir diese Größe für den Hals. Und jetzt werden wir einfach nur in Runden weiter häkeln, bis wir nachher die gewünschte Länge von unserem Hals hier erhalten. Also jetzt gehen wir komplett in die Maschen rein, durch beide Schlaufen und häkeln feste Maschen. Ich zeige euch das nur einmal ganz kurz hier, 1, 2 kleine Runden und dann werde ich das natürlich schneller spulen. Ihr könnt das ganz gemütlich auf der Couch machen. Wird gleich auch einfacher. Und so häkel ich einfach im Kreis die ganze Zeit nur eine feste Masche in jede Masche. Und das machen wir jetzt so lange, bis der Hals eine Länge von 20 cm erreicht hat. Und wie gesagt, ich mache hier auch nichts mit Füllwatte oder mit Draht. Ich häkel einfach hier nur meine festen Maschen. Ich häkel natürlich auch ein bisschen fester. Und so sieht das denn aus. Das ist jetzt der Kopf und dann kommt jetzt der Hals. Alles andere machen wir nachher. Genau, das sollte jetzt 20 cm lang werden. Das spule ich jetzt.
So, wir haben jetzt 20 cm den Hals gehäkelt und jetzt fangen wir an und wir häkeln hier jetzt unten diesen Körper. Ich werde jetzt für die nächste Runde, weil wir jetzt wieder vergrößern und hier so gesehen eine Kugel hinhäkeln, werde ich einmal zu der 2,5 mm Häkelnadel wechseln, weil jetzt werden wir einmal jede Masche verdoppeln und das wird sonst auch ein bisschen eng. Ich mache mir mal einen Maschenmarkierer hier ran, dann kann ich alles besser erkennen. Und dann gehen wir in die nächste Masche einfach rein und machen 2 feste Maschen in ein und dieselbe Masche. Und das machen wir jetzt mit allen Maschen hier so. Immer 2 feste Maschen in ein und dieselbe Masche. Diese ganze Runde entlang. Noch geht das auch recht schnell. So, vorletzte Masche und hier in die letzte Masche auch noch mal 2. Dann Maschenmarkierer einmal hochsetzen und dann wechsle ich wieder zur 3 mm Häkelnadel. Und jetzt sind wir in der zweiten Runde von unserem Körper angekommen. Hier verdoppeln wir jetzt jede zweite feste Masche. In die nächste nur eine rein. Und in die zweite dann 2. Wird gleich natürlich alles noch einfacher, wenn wir ein bisschen vergrößert haben. Dann in die nächste wieder nur eine. Und in die nächste danach wieder 2. Das auch bis zum Maschenmarkierer so. Am Ende der zweiten Runde hier angekommen. Maschenmarkierer darf wieder nach oben. Und das ist jetzt die dritte Runde von unserem Körper. Und die dritte und die vierte Runde machen wir jetzt nur feste Maschen. Ohne Zunahmen, ohne Abnahmen. Einfach nur eine feste Masche in jede Masche. Nach dieser Runde Maschenmarkierer nach oben setzen. Die vierte Runde auch nur mit festen Maschen häkeln. Und dann machen wir weiter in Runde 5. Jetzt sind wir in Runde 5 und hier machen wir nochmal Verdopplungen. Und zwar jede dritte Masche. Ach ja, erstmal Maschenmarkierer nach oben setzen. Und dann in die nächsten beiden jeweils nur eine feste Masche. Und in die dritte Masche dann 2 feste Maschen. Wieder 2 einzelne feste Maschen. Und in die dritte dann 2 feste Maschen. Das ist dann die 5. Runde. Dann Maschenmarkierer nach oben setzen. Und in Runde 6 und 7 häkeln wir wieder nur feste Maschen, ohne Zunahmen, ohne Abnahmen. Immer den Maschenmarkierer hochsetzen. Und dann machen wir weiter in Runde 8 und dann haben wir auch nur noch 3 Runden, dann ist der Körper auch schon gleich fertig.
Runde 8 angekommen, machen wir jetzt noch 2 Runden mit Abnahmen. Dann schließen wir gleich unseren Körper und dann geht es an die Kleinigkeiten. Also wir werden jetzt in Runde 8 jede 3. und 4. Masche abnehmen. Das heißt, in den nächsten beiden jeweils nur eine feste Masche und dann von der 3. und von der 4. Masche die Abnahme. Dann wieder 2 einzelne feste Maschen und von der 3. und von der 4. die Abnahme. Das einmal bis zum Maschenmarkierer. In Runde 9 angekommen, machen wir unsere Abnahmen weiter. Hier werden wir jede 2. und 3. Masche abnehmen. Also in die nächste wieder eine, dann von der 2. und von der 3. Masche die Abnahme. Dann wieder eine und von der 2. und von der 3. Masche die Abnahme, auch bis zum Maschenmarkierer. Am Ende der 9. Runde angekommen, werde ich jetzt erstmal wieder ein bisschen mit Füllwatte voll machen. Und dann schließen wir einfach hier unsere letzte Runde, vernähen das, machen dann die Augen, die Arme und die Beine. So, jetzt sind wir in Runde 10 und hier werden wir einfach immer die nächsten beiden Maschen gemeinsam abnehmen. Also von der nächsten Masche durch eine Schlaufe und von der übernächsten durch eine Schlaufe und dann den Faden durch beide durch. Und dann gemeinsam abnehmen. Dann wieder von der nächsten und von der übernächsten durch eine Schlaufe und gemeinsam abnehmen. Und das machen wir einmal bis zum Maschenmarkierer und den Rest vernähen wir gleich mit der Vernähnadel und sind dann hier mit dem Teil schon mal fertig. Dann kann der Maschenmarkierer einmal ab. Wir schneiden den Faden einmal ab, ein bisschen länger. Wir ziehen das raus. Das kommt auf die Vernähnadel. Und dann haben wir hier noch ein kleines Loch. Wir gehen jetzt in die Richtung, wo sich dieser Faden schließt. Einfach in die nächste Masche rein. Durch eine Schlaufe wieder. Einmal rundherum. Das, was wir jetzt hier fertig machen, das ist für mich der untere Teil, also der Körper so gesehen. So, und jetzt einfach nur einmal festziehen. So ist das geschlossen. Und den Faden können wir hier jetzt einmal in der Füllwatte ein bisschen hin und her vernähen. Dann Faden abschneiden und einmal alles zurechtdrücken nochmal. Und so sieht das jetzt aus. Das ist schon mal der große Teil, den wir jetzt fertig haben. Jetzt kommen wir zu den Augen und zu den Armen und zu den Beinen. Für die Augen fangen wir mit der Farbe an. Also das sind dann 2 kleine Kreise, die wir machen. Das zeige ich euch jetzt. Dafür nehme ich mir die 2,5 mm Häkelnadel
Und wir fangen an mit einem magischen Ring, also wieder die Wolle zweimal um die 2 Finger, 2,5 Häkelnadel, einmal durchziehen, einen magischen Ring machen. Dann halte ich mir das ja hier so fest. Und in diesen magischen Ring kommen jetzt einmal wieder 6 Maschen. 1, 2, 3, 4, 5 und 6. Dann einmal zuziehen. Jetzt zähle ich einfach die zweite Runde auch mit. Das sollten ja jetzt nämlich 12 feste Maschen sein. Also wir gehen hier in die nächste Masche direkt rein und verdoppeln jede Masche. Am Anfang ein bisschen knifflig, wird aber. Und hier kommen jetzt 2 feste Maschen rein. 1 und 2. In die nächste Masche wieder 2 feste Maschen. Das ist dann die dritte und die vierte Masche. In die nächste 5 und 6. In die nächste 7 und 8. In die nächste 9 und 10. Und in die letzte 11 und 12. Jetzt mache ich mir wieder den Maschenmarkierer ran und wir häkeln nur noch eine Runde, und zwar nur mit festen Maschen, einfach nur eine in jede Masche. Dann ist der eine hintere Teil von einem Auge schon mal fertig. Das braucht ihr natürlich alles dann zweimal. Ihr braucht ja auch nicht so fest häkeln. So, das war die letzte Masche. Das ist schon mal fertig. Faden können wir abschneiden. Einmal rausziehen. Also den Anfangsfaden, den könnt ihr dann einmal vernähen, verkleben, abschneiden, je nachdem wie ihr das macht. Und diesen Endfaden werde ich nachher auf die Vernähnadel tun und hier an der Seite so einmal zumachen und vernähen. Also in die Richtung. Ich kann euch das ja einmal schnell zeigen. Also diesen Faden in die Richtung, wo sich das schließt. Da gehe ich dann hier ein-, zweimal rein. Und vernähe den Faden. Wir können auch auf der anderen Seite wieder rausgehen. Jetzt brauchen wir die weiße Wolle. Weiterhin mit der 2,5 mm Häkelnadel. Und wir fangen hier wieder mit einem magischen Ring an. Ich halte mir das einmal fest. Und wir machen jetzt wieder 6 feste Maschen hier rein. 2, 3, 4, 5 und 6. Einmal zuziehen und einfach nur noch eine Runde verdoppeln. Also in die nächste Masche rein. Und einfach 2 feste Maschen in jede Masche. 1 und 2. In die nächste wieder 3 und 4. In die nächste 5 und 6. In die nächste 7 und 8. Dann 9 und 10. Und in die letzte 11 und 12. Dann können wir den Faden wieder abschneiden.
einmal rausziehen. Das werde ich auch wieder mit der Vernähnadel einmal schön verbinden und vernähen. In die Richtung, wo sich das schließt wieder. Ich habe übrigens jetzt bei dem den Endfaden abgeschnitten, aber am liebsten lasst ihr den dran, weil damit macht ihr das dann an den Kopf dran. Da habe ich jetzt nicht drüber nachgedacht. Ich werde dann also wieder einen Faden hier gleich ranmachen, damit ich das an den Kopf rannähen kann. Also am liebsten gar nicht direkt abschneiden. So. Das hier nur so am Rand. Hier mache ich noch einen Knoten rein. Hier können die Fäden beide ab, aber bei dem beigebraun am liebsten nicht. So, jetzt haben wir das weiße Teil. Hier kommt jetzt unser Sicherheitsauge durch. Und auf der hinteren Seite wird das nochmal verschlossen. Und ich werde das Stück jetzt mit einem Feuerzeug warm machen und so ein bisschen platt machen. Da müsst ihr natürlich aufpassen und es ist euch überlassen, ob ihr das macht. Das zeige ich euch jetzt nicht. Also so sieht das denn hinten aus. Und jetzt brauchen wir das Teil und eine Heißklebepistole. Und zwar werde ich das jetzt voll machen hier so 2 Runden lang mit Heißkleber. Und dann wird das hier einfach drauf kommen. So, ich drücke das dann schön an und das braune hinten, das drücke ich auch so hoch, so dass sich der Kleber auch überall verteilt. Dann lasse ich das natürlich ein bisschen trocknen und am besten sieht das dann natürlich mit dem Faden so aus. Und das kommt dann nachher hier einmal dran genäht. Dann machen wir einmal schnell die Nase. Das geht auch ganz schnell. Und dafür nehme ich wieder die 2,5 mm Häkelnadel. Wir fangen an mit einem magischen Ring. Dann halte ich das wieder fest. Und jetzt kommen hier einmal 5 feste Maschen rein. 1, 2, 3, 4 und 5. Einmal festziehen. Dann verdoppeln wir in der nächsten Runde wieder jede Masche. Eins und 2. In die nächste 3 und 4. In die nächste 5 und 6. In die nächste 7 und 8. Und in die letzte 9 und 10. Dann mache ich mir einen Maschenmarkierer ran. Und wir haben nur noch eine Runde mit festen Maschen. In die nächste rein. Und einmal eine feste Masche in jede Masche. Die Seite stülpe ich mir schon mal ein bisschen um. Das ist dann die Außenseite, also die Vorderseite. Und hier die letzte. Maschenmarkierer kann ab. Faden abschneiden.
So. Den Anfangsfaden, den werde ich nachher einfach so ein bisschen einrollen und hier in der Nase drin lassen. Das dient dann so als Füllwatteersatz. Und den Faden werde ich gleich einmal vernähen, denn ich werde nachher hier mit Nadel und Faden die Nase rannähen. So, jetzt fangen wir mit den Beinen an. Die packe ich einmal ein bisschen alle zur Seite. Dafür nehme ich mir wieder die 3 mm Häkelnadel und wir fangen mit einem magischen Ring an. Und hier kommen jetzt wieder 6 feste Maschen rein. 1, 2, 3, 4, 5 und 6. Wir ziehen einmal zu. Nächste Runde zähle ich erstmal einfach mit und wir verdoppeln wieder die zweite Runde. 1 und 2. In die nächste Masche 3 und 4. 5 und 6. 7 und 8. 9 und 10. Und in die letzte Masche 11 und 12. Jetzt mache ich mir einen Maschenmarkierer ran. Und jetzt werden wir erstmal eine Runde lang nur feste Maschen machen. Ohne Zunahmen, ohne Abnahmen. Einfach nur eine feste Masche in jede Masche. In dieser dritten Runde. Maschenmarkierer darf nach oben. So, wir stülpen das ein bisschen in die Richtung um, sodass die schöne Seite außen ist. Und in Runde 4 werden wir jetzt einmal Abnahmen machen, und zwar jede zweite und dritte. Das heißt, in die nächste Masche nur eine feste Masche und dann von der zweiten und von der dritten Masche eine Abnahme. Dann wieder in die nächste nur eine feste Masche und von der zweiten und von der dritten Masche die Abnahme. Eine feste Masche, von der zweiten und von der dritten die Abnahme. Und nochmal eine feste Masche und von der vorletzten und von der letzten die Abnahme. Maschenmarkierer darf wieder nach oben. Jetzt werden wir in Runde 5, 6, 7 und 8 jeweils nur feste Maschen häkeln. Also einfach nur eine Masche in jede Masche. Und dann haben wir das auch schon fast geschafft. Am Ende der Runde mache ich den Maschenmarkierer nach oben. Und wir machen einfach nur feste Maschen.
So, wir haben jetzt Runde 5, 6, 7 und 8 mit festen Maschen gehäkelt. Den Faden schneiden wir jetzt ein bisschen länger ab, weil damit vernähen wir das dann an den Körper. Also, wir ziehen das jetzt erstmal raus. Maschenmarkierer darf ab und ich werde hier ein ganz bisschen Füllwatte reinmachen. Da das ein bisschen schwer geht, mache ich das mit der Spitze einer Schere. Es muss nicht fest sein und nicht ganz voll sein, nur dass da so ein bisschen was drin ist. Jetzt machen wir hier noch die weißen Nägel dran. Dafür nehmen wir die weiße Wolle und eine Häkelnadel. Hier nehme ich die 2,5. Dann gehe ich hier unten ungefähr mittig durch eine Masche durch. Hole mir den weißen Faden, ziehe das hier einmal durch, mache hier eine feste Masche, dann 2 Luftmaschen. Dann gehe ich hier in der Mitte wieder durch eine Masche durch, hole den Faden daraus, gehe durch die beiden Schlaufen durch, mache nochmal 2 Luftmaschen und gehe hier daneben wieder durch eine Masche, hole den Faden raus, mache hier auch noch mal eine feste Masche und somit ist das schon mal fertig. Den Faden schneide ich ein bisschen länger ab. Ihr könnt das natürlich alles so vernähen, wie ihr das möchtet. Ich nehme diesen Endfaden auf die Vernähnadel. Dann ziehe ich das nämlich von dieser Seite einmal auf die andere Seite durch. Einmal quer längs. Da auch, wo der Anfangsfaden ist. Dann verknote ich die beiden Fäden. Schneide dann beide auf derselben Länge einmal ab. Das ist alles optional. Ihr könnt das natürlich so vernähen, wie ihr das kennt und möchtet. Dann kommen beide Fäden auf die Vernähnadel. Und ich ziehe das in die Innenseite. So. Überschüssiges könnt ihr entweder drin lassen oder abschneiden. Das kommt auf die Vernähnadel. Und hier oben gehe ich dann nochmal durch die gegenüberliegenden Maschen durch und vernähe die so gesehen einmal hier oben zu. Und so kommt das dann an den Körper dran. Das braucht ihr natürlich noch einmal. Und jetzt machen wir noch einen Arm gemeinsam und dann kann alles auch schon rangenäht und vernäht werden. Die Arme gehen auch schnell. Wir machen einfach nur einen magischen Ring, verdoppeln die nächste Runde und häkeln dann ein paar Runden feste Maschen. Also wir fangen jetzt mit den Armen an, einen magischen Ring. Wir machen jetzt hier 4 feste Maschen rein. 1, 2, 3 und 4. Ich häkel hier nicht allzu fest und ziehe auch nicht allzu fest. Dann nächste Runde zähle ich mit. Wir verdoppeln jetzt hier einmal
die zweite Runde. Eins und 2. In die nächste Masche kommt die dritte und die vierte Masche. In die nächste Runde 5 und 6. Und in die letzte 7 und 8. Jetzt mache ich mir den Maschenmarkierer ran und wir häkeln nämlich in Runde 3, 4, 5 und 6 einfach nur feste Maschen. Also eine feste Masche pro Masche. Nach jeder Runde setze ich den Maschenmarkierer nach oben. Und dann ist es ähnlich wie bei den Beinen mit den weißen Nägeln und auch dem Zusammennähen oben. Also das war jetzt schon Runde 3. Den Rest spule ich gleich schneller. Maschenmarkierer darf nach oben. So, jetzt muss ich mir das ein bisschen umstülpen, dass die richtige Seite auch dann außen ist. Der Anfangsfaden kann nachher rein. Und jetzt sind wir schon in Runde 4. Und wir machen Runde 4, 5 und 6 auch noch einmal mit festen Maschen. So, wir nähern uns hier auch dem Ende jetzt. Den Anfangsfaden, wie gesagt, den mache ich dann jetzt hier rein. So, nehme mir wieder meine kleine Häkelnadel, hole den weißen Faden und einmal dasselbe Spielchen. Ich ziehe einmal durch, ziehe fest, 2 Luftmaschen, in der Mitte wieder raus, Faden holen, durchziehen, 2 Luftmaschen und dann nochmal daneben, Faden abschneiden, auf die Vernähnadel, hier vorne wieder rein und bei dem anderen Faden am Anfang raus. Verknoten, vernähen. Auch hier verbinde ich wieder beide Teile, also beide Seiten. Ich werde gleich im Schnelldurchlauf einmal alles vernähen. Ihr könnt das natürlich so machen, wie ihr das kennt oder intuitiv. Also, jetzt haben wir ja alles zweimal. 2 Arme, 2 Beine, 2 Augen und einmal die Nase. Ich fange jetzt nämlich erstmal mit der Nase an. Und werde die dann jetzt hier einmal mittig drauf nähen. Da muss ich an diesem einen Auge natürlich noch einen Faden ran machen.
so wie hier. Und die werde ich dann hier einfach dran nähen. Da gehe ich halt am Kopf dann links und rechts durch 1, 2 Schlaufen und auch an dem Auge durch 1, 2 Schlaufen. Ziehe das schön fest. So sieht dann der Kopf aus. Und hier unten haben wir dann die Beine. Die kommen dann hier unten ran. Und hier mache ich dann die Arme dran nähen. Wie gesagt, das mache ich jetzt im Schnelldurchlauf. Und dann schauen wir am Ende. Die Zähne, die sind auch optional. Das könnt ihr auch mit der Vernähnadel und dem weißen Garn einfach dran machen, wenn ihr möchtet. Und dann sehen wir uns gleich nochmal. So, wir sind jetzt fertig. So sieht es jetzt aus. Ich habe alles rangenäht. Ich lasse mir da auch ein bisschen Zeit, damit das ordentlich ist. Und dann könnt ihr das an eure Handtasche ranknoten oder wo auch immer. Ich würde mich freuen, wenn ihr mir Fotos schickt von euren Werken und euren Ideen, wo man das überall ranmachen kann. Ja, und so sieht das denn jetzt aus. Einmal mit Zähne jetzt und einmal ohne. Es würde mich freuen, wenn ihr meinen Kanal abonniert. Teilt das gerne mit Freunden und Bekannten. Kommentiert gerne etwas und dann sehen wir uns beim nächsten Video. Ganz viel Spaß beim Nachhäkeln. Bis dahin.